안녕하세요. In diesem Video sprechen wir über Dinge, die in Korea total höflich sind, aber in Deutschland total unhöflich wären. Also das sind so Dinge, die mich am Anfang in Korea total verwirrt haben. Okay, die allererste Sache ist, in Korea, wenn man einer älteren Person in die Augen schaut beim Reden, dann ist das unhöflich, oder? 저도 이게 처음에 독일에 갔을 때 적응하기 굉장히 어려웠던 것 중에 하나인데요. 근데 나중에 적응이 되고 나서 보니까 눈을 안 마주치고 얘기하는 사람들을 보면 왜 내 얘기에 집중을 안 하지? 라는 생각이 저도 들더라고요. 한국에서는 눈을 마주치고 얘기를 하면은 조금 예의가 없는 듯한 인상을 주거든요. 이것도 문화적인 차이인 것 같아요. 그럼 반대로 지금 분인 어때? 한국 사람들 얘기해. Also mich hat das am Anfang total verwirrt. Wenn du an einem Informationsschalter etwas gefragt hast und die Frau hat dir etwas erklärt, dann hat sie, während sie dir das erklärt hat, nicht dich angeguckt und ich dachte mir, boah, wie unhöflich. Das ist, in Deutschland geht das gar nicht. Wenn man das in Deutschland macht, das ist so unhöflich. 이게 한국 사람들의 눈높이로 제가 설명을 하자면 이거예요. 누가 얘기를 하면은 막 이런 거? 약간 이런 식으로 그렇지 약간 이런 식으로 대화를 한다고 느껴요. 외국 사람들. Natürlich, es gibt auch Leute in Deutschland, die ein bisschen schüchtern sind. Die machen das auch nicht. Die gucken mir auch nicht direkt in die Augen, aber eigentlich sind das Manieren, also es ist eigentlich höflich. Nächste Sache ist eine Sache, die in Korea ein Muss ist, also eine Höflichkeitsform ist, aber in Deutschland eigentlich nicht so wichtig ist, und zwar sind es dieses Schuhe ausziehen. In Korea muss man eigentlich überall seine Schuhe ausziehen, sogar im Badezimmer. Aber in Deutschland gibt es so Leute, die kommen zu dir nach Hause und die ziehen einfach ihre Schuhe nicht aus. Die laufen einfach mit den Schuhen ins Wohnzimmer, obwohl da ein Teppich ist. Ich persönlich, ich hasse das, aber viele Deutsche akzeptieren das. Also in Deutschland ist es meistens so, dass wenn man in eine fremde Wohnung reingeht, dass man fragt, muss ich meine Schuhe ausziehen oder nicht? Und dann sagt der Gastgeber, nein, du kannst die Schuhe anlassen oder ja, eigentlich ausziehen. Aber es gibt auch Leute, die fragen gar nicht, die gehen einfach rein. Ja. Also die nächste Sache, die in Korea total normal ist, aber für mich am Anfang total unhöflich erschien, war, wenn ich zum Beispiel auf Koreanisch Danke sage und jemand anderes sagt, nee. Also in Deutschland, wenn man sagt Danke, dann muss der andere sagen, ja, gern geschehen oder Danke auch. Bitteschön. Ja, bitteschön. Ja. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Genau. Eigentlich in allen anderen Sprachen, oder? Auch. 그런가? Man sagt immer etwas Nettes zurück. Also, wenn man Koreanisch auf Deutsch übersetzt, dann heißt es Danke, ja. Oder, keine Ahnung. 감사합니다. 아니에요. 이건 많이 하는데. Ja, das finde ich cool. Also ich verstehe das jetzt, ich finde das ja jetzt nicht schlimm, aber am Anfang fand ich das total komisch und wenn mir jemand Danke gesagt hat und ich sagte nee, dann fühlte ich mich so schlecht dabei. Ja, 이런 느낌. Genau, ja. Okay, nächste Sache, die mir aufgefallen ist in Korea, ist, dass wenn zwei Leute aus einer Flasche trinken, wenn Freunde eine Wasserflasche teilen, dann trinken sie immer, sie machen nicht diesen Flaschenhals an den Mund, so machen so. In Deutschland trinkt man einfach ganz normal so. Man berührt schon den Flaschenhals. Aber 이렇게 대고? Ja. 진짜? No way. Aber ich finde das voll interessant, weil ich habe das noch nie irgendwo gesehen, außer in Korea. Und ich finde das eigentlich voll cool, es ist so hygienisch. Aber ich habe es auch probiert, aber es ging nicht. Das ganze Wasser floss auf mich. Wenn man so trinkst, dann trinke ich einfach nicht. Okay. Diese Flasche gehört dir. Ja, in Deutschland ist es auch ein bisschen eklig, aber trotzdem machen Leute das. Kann nicht anders. Wie soll ich denn das noch probieren? In Deutschland macht man einfach ganz normal so. Aber trinkst du auch alleine so eigentlich? 아니 혼자 마실 땐 당연히 이렇게 먹지. Ich mach das jetzt nicht, weil ich werde. Guck mal, ich hab schon was. Zeig mal, wie das Koreaner machen. Zeig mal. So. Das geht bei mir nicht. Das ist 국룰. Das ist voll cool, ich mag das. Okay, nächste Sache. In Deutschland, das ist eine Sache, die in Deutschland eigentlich eine sehr höfliche Sache ist und man muss es eigentlich machen. Wenn man Prost macht, dann muss man sich in die Augen gucken. Und ich habe gemerkt, Koreaner machen das nie. Sie gucken nie in die Augen beim Prost machen. In Deutschland, wenn man das nicht macht, dann sagt die Person Augen. So, die erinnern dich nochmal. Aber wie kann man so... Wie kann man so? So easy peasy. 어떻게? 아니 잔을 봐야지. Was laberst du? 잔을 맞춰야지. Ach so, wegen das höflich? 아니 이렇게 잔을 이렇게 딱 맞춰야지. Nein, du guckst in die Augen. Bing. Das ist doch nicht so schwer. Bing. Die letzte Sache oder vorletzte Sache ist Freunde einladen.
In Deutschland ist es vollkommen normal, ganz, ganz normal, dass man sich zu Hause trifft. Wenn man seine Freunde trifft, dass man sie nach Hause einlädt. Total normal. Aber in Korea habe ich das Gefühl, es ist nicht so gängig, oder? 근데 자주 하는 사람도 있고 Ja? 응. Wirklich? 없진 않아. 근데 많이 하진 않지 sa실. In Deutschland macht man das sehr, sehr oft. Man lädt seine Freunde ein, was macht man zu Hause? Man kocht etwas für seine Freunde. Weil draußen alles langweilig ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sag das nicht, so etwas Böses über Das Deutschland. ist Wahrheit. Man trinkt zu Hause Wein mit Käse. 밖에 살 게 없으니까 그렇지. 한국은 얼마나 많아. 노래방 있지, 뭐 PC방 있지, 술집도 있지. 뭐 사실 한국 사람들은 집에서 만날 이유가 없잖아요. 밖에서 이미 뭐 다 할 수 있고 Ja. 집보다는 더 많이 할 게 많으니까 집에서는 사실 다 쉬어야 되니까. Was Deutsche auch gerne machen im Sommer ist Grillen. 아, Weil viele haben ja so ein Haus, wo es auch einen Garten gibt oder mit so einer schönen Terrasse und dann grillen die immer. Das ist cool. Wenn euch noch auch irgendetwas einfällt zu diesem Thema, vielleicht haben ja einige auch von euch schon in Deutschland gelebt oder im Ausland, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.